Hi zusammen! Heute zeige ich euch, wie man in Procreate Aquarellzeichnungen erstellt bzw. Aquarell koloriert. Dazu ist erstmal wichtig zu wissen, dass es bestimmte Pinsel gibt, mit denen man eben diese ganzen Aquarelleffekte erstellen kann. Und ganz wichtig ist auch bei Aquarell das Papier, denn in Procreate sieht die Aquarellzeichnung ohne Papier so aus. Diese Papiere bekommt ihr meistens mit den Wasserfarbenpinseln auch mitgeliefert. Die öffnet ihr dann in Procreate und könnt praktisch unter dem Papier dann zeichnen. Ich zeige euch jetzt auch, welche Pinsel ich benutze. So. Ich habe verschiedene Pinsel, einmal den Druckbleistift, den gibt es in Skizze in Procreate, damit könnt ihr ganz normale Zeichnungen machen. Ich habe dafür einen farbigen Stift benutzt. Dann haben wir, das ist so mein Hauptpinsel von KJ Studio, Watercolor Studio, könnt ihr ihn euch kaufen, beziehungsweise es ist ein ganzes Wasserfarben-Set, aber ich benutze irgendwie immer nur diesen Pinsel, weil er für mich einfach alles liefert, was ich brauche. Mit dem zeichne ich eben meine ganzen Flächen. Dann haben wir noch den Frankentoon Wachsmalstifte, mit denen setze ich dann Akzente. Ich benutze den Watercolor Eraser, um Kanten wegzuradieren oder zu korrigieren. Dann benutze ich zum Verwischen diesen Wash Brush, auch von KJ Studio. Kann man Verläufe machen oder die Farbe mit dem Papier verbinden. Oder zwei Farben miteinander verbinden. Also wirklich ein ganz toller Pinsel für Wasserfarben. Was haben wir noch? Ich benutze den Frankentoon Dry Water Brush. Den benutze ich meistens, um in der Mitte der Fläche die Farbe etwas wegzulöschen, um einfach den Aquarelleffekt noch einmal zu verstärken. Mehr Pinsel sind auch nicht mehr nötig und ich würde jetzt gleich mit dem Kolorieren beginnen. Was ich ganz oft mache, ist andere Künstler als Inspiration zu nutzen, mir die Grafiken anzuschauen, mir die Farbkodierung anzuschauen, um einfach für mich zu lernen, wie man mit Farben umgeht. In dem Fall habe ich dieses kleine Bild hier, das fand ich ganz süß, von der Farbwelt aufgegriffen und habe angefangen, meine kleine Zeichnung mit einem groben Rosaton zu umranden. Dann benutze ich den Radiergummi, diesen Dry Wash Radiergummi, um die Mitte etwas aufzuhellen, weil wir ja für Augen und Hautton nicht diesen tiefen Pinkton brauchen. Danach kam der Hautton, den färbe ich zuerst färbe ich die Fläche und dann radiere ich die überschüssigen Elemente weg. Ich radiere dann im Gesicht, in den Handgelenken und den Knien ein bisschen Farbe weg, um einfach diesen Aquarelleffekt wieder stärker zu betonen. Und später werde ich
Rot als Akzentfarbe hinzufügen. In diesem Bild fällt das Licht von links oben. Das habe ich für mich so entschieden, deswegen, wenn ich jetzt die Haare zeichne, färbe ich sie so, dass links ein paar Aussparungen entstehen und eben ein kleiner Glanz der Haare dadurch entsteht. Es ist auch völlig okay, wenn ihr der Linie nicht perfekt folgt, denn Aquarellfarbe ist flüssig, es geht über Linien, es verbindet sich mit dem Papier, es zerläuft und diesen Effekt möchten wir hier auch simulieren. Ich lösche wieder ein bisschen Farbe in der Mitte und werde jetzt auch alle anderen Elemente kolorieren. Die Schuhe habe ich koloriert, jetzt kommt noch das Shirt. Wenn ihr jetzt Schatten hinzufügt, versucht verschiedene Farben. Also ein Schatten ist nicht immer nur schwarz. Er kann auch lila sein, er kann blau sein, er kann grün sein. Es kommt darauf an, welche Stimmung ihr auslösen wollt. Und hier mit dem Radiergummi könnt ihr wieder und mit dem Wischer könnt ihr wieder Elemente miteinander verbinden und so wie hier der Schatten sich so ein bisschen mit dem T-Shirt verbindet. Dann habe ich ein paar Wolken hinzugefügt, die das Coole ist, die sind transparent und man sieht noch den Hintergrund, obwohl sie über diesen Rand stehen und es kommt eben dieser lasierende Effekt zum Vorschein. Was ich hier gemacht habe, ist meine Kontur noch einmal umgefärbt und die Hilfslinien, die ich zum Zeichnen erstellt habe, noch einmal weggelöscht. Ich betone die Augen ein bisschen stärker, indem ich gleich eine dunkle Farbe drüber lege und die Iris noch einmal koloriere. Ich benutze hier den Skizzenbleistift und verwische ihn so ganz leicht in der Mitte. Die Hintergrundfarben, also das Lila und das Rot, was ich zuvor benutzt habe, sieht man immer noch durch und die Farbe hat so einen leichten Schimmereffekt bekommen. Dann füge ich die Augenbrauen hinzu. Und werde jetzt auch ein bisschen die Wolken ein bisschen akzentuieren. Hierzu benutze ich die Wachsmalstifte. Später werde ich auch noch ein paar Berge zeichnen, mit denen ich die ich eben auch mit den Wachsmalstiften noch einmal betone. Jetzt versuche ich wieder ein bisschen tiefer in das ganze Bild einzufügen, indem ich ein paar Glanzlichter hinzufüge und eine Schattierung aufbaue. Es gibt noch die Möglichkeit, Aquarellstempel hinzuzufügen. Ich habe jetzt ein paar von einem Shop, den ich bei Creative Market
gesehen habe. Ich fand die jetzt doch nicht ganz so passend, deswegen habe ich das auch wieder gelöscht, aber damit könnt ihr zum Beispiel auch Flächen, die so ein bisschen langweilig aussehen, betonen, indem ihr dann diese klassischen Wasserflecken einbaut. Mir hat es gereicht, jetzt einfach nur die Schatten noch einmal nachzuziehen mit einem lila Ton und ein paar dunklere Stellen, wie eben das unterm Kinn anzufügen und dann noch einmal mit dem Grundton vermischen. Ihr werdet gleich sehen, dass ich einen Schatten über das T-Shirt ziehe und meine diese Muster auf dem T-Shirt, die lasse ich einfach über dem Schatten. Das gibt dem Ganzen noch einmal eine ganz andere Tiefe und da seid ihr aber frei, da könnt ihr wirklich experimentieren. Ich liebe es zum Beispiel, wenn Grafiken diese ganzen Überlagerungen haben und das gibt den Aquarellzeichnungen oder allgemeinen Illustrationen einfach ihren eigenen Charakter. Deswegen, also diese klassischen Apfelzeichnungen mit, ich habe jetzt ein Blatt gemalt und ich habe meine Flächen und Schattierungen an die richtige Stelle platziert. Das sieht zwar gut aus, aber es ist einfach nicht interessant und wird jetzt auch keinen, sagen wir mal, Zeichenwettbewerb gewinnen. So, nachdem ich meinen Berg erstellt habe, habe ich jetzt auch noch einmal den Wachsmalstift genommen und mit diesem eben noch einmal die kleinen Muster hinzugefügt. Das gibt dem Ganzen auch noch einmal eine andere Tiefe. Und hat auch so ein bisschen diesen Kinderbuchcharakter. Ich habe jetzt auch noch einmal über das Lila einen anderen Ton ausprobiert, und zwar Türkis. Ich fand, das passt sehr gut zusammen, also Lila und Blau. Und das war es auch schon. Eigentlich bleibt jetzt nur noch übrig, das Bild auszudrucken oder digital zu teilen. Da